Hallo zusammen und willkommen zu einem ganz besonderen Video mal wieder. Und zwar wollen wir uns heute einen kleinen aktuellen Vorfall angucken. Nämlich sollen unsere Gesundheitsakten, laut unserem Gesundheitsminister Spahn, nun der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Das an sich ist erstmal eigentlich eine erfreuliche Tatsache. Endlich wird Deutschland ein bisschen digitaler. Aber wir wollen uns heute angucken, was dabei ein Problem sein könnte. Denn unsere Gesundheitsakten sollen pseudonymisiert der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Und was das bedeutet, das klären wir gleich. Viel Spaß! Ja, meine Freunde, es ist offiziell, unser Gesundheitsminister möchte die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichten und auch die Ärzte dazu verpflichten, dass sie ihre Daten online sharen, ja. Denn Sharing is Caring und ich habe mir mal hier einen Tee gemacht, denn Cheers. Das ist ein wenig beunruhigend. Vor allem die Tatsache, dass die Daten nicht anonym, sondern pseudonym zur Verfügung gestellt werden sollen, wie hier deutlich wird. Ja, jetzt wollen wir zunächst einmal klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen anonym und pseudonym, um dann zu sehen, wo liegen hier eigentlich die Probleme, lieber Herr Gesundheitsminister. Und wir fangen an mit anonymisierten Daten. Das ist jetzt tatsächlich eine echte Quelle. Das heißt, hier steht, 2014 gingen pro 10.000 Pflichtversicherte 21.000 Arbeitsunfähigkeitstage auf psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen zurück. Damit bildeten psychische Erkrankungen noch vor den Krankheiten des Atmungssystems die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland. 2013 lag die durchschnittliche Krankschreibungsdauer bei psychischen Erkrankungen bei 34,5 Tagen. So, jetzt haben wir wichtige Informationen hier gewonnen, denn psychische Erkrankungen sind offensichtlich was ganz Schlimmes und, naja, machen einiges an Arbeitsunfähigkeit aus. Das ist jetzt aber erstmal, nun ja, vielleicht kein Einstellungskriterium, wenn sich jetzt jemand bei eurer Firma bewirbt, denn es kann ja im Endeffekt jeder psychisch krank werden, okay? Wenn wir jetzt also das sind anonyme Daten. Wenn wir jetzt allerdings pseudonyme Daten haben, dann steht da sowas wie Person X hat im Alter von 25 Jahren eine Psychotherapie wegen Verhaltensstörungen und Aggressionen begonnen. Person X kann sich nicht länger als eine Stunde am Stück konzentrieren und ist nicht teamfähig. Person X hat am 01.01.1970 Geburtstag und ist wohnhaft in Buxtehude. So, wenn sich jetzt also bei euch jemand aus Buxtehude bewirbt und am 01.01.1970 Geburtstag hat, dann ist das natürlich ein deutliches Kennzeichen, sage ich jetzt mal, denn so viele Leute, die in Buxtehude wohnen und am 01.01.1970 Geburtstag haben, wird es wahrscheinlich nicht geben. Es gibt ein paar, aber man geht da lieber mal auf Nummer sicher und naja, die Chancen sind halt eher ein bisschen höher, dass man denjenigen dann nicht einstellt, okay? Und hier kommen wir zu dem großen Problem. Solche Daten können natürlich einiges an der Beschäftigung bzw. an der Entscheidung, ob derjenige beschäftigt wird oder nicht, ausmachen. Und das ist das große Problem. Das heißt, warum ist das eigentlich jetzt so schwierig? Oder warum ist das so ein großes Problem der Forschung, unsere Gesundheitsakten zu geben? Man denkt jetzt vielleicht, dass die einzigen, die diese Daten bekommen werden, natürlich solche Sachen sind oder solche Unternehmen sind wie Unis oder eben normale Forschungseinrichtungen. Aber normale Forschungseinrichtungen sind leider auch sehr häufig in Unternehmen drin. Klar, die müssen ja auch irgendwie nach vorne kommen. Die können sich ja nicht nur auf die vom Staat gesponste Forschung stützen sozusagen, denn dann wären sie viel zu langsam. Das heißt, solche Unternehmen wie Google oder auch Facebook oder eben auch wie hier zum Beispiel Volkswagen und Daimler müssen natürlich sehr viel Geld in die Forschung rein investieren. Bei Volkswagen waren das 2016/17 ca. 13,72 Millionen Euro. Okay, das ist ein ganzen Haufen Asche. Und die bekommen dann natürlich auch eure Daten. Und das heißt, wenn die euch einstellen, dann gucken die natürlich, oh, hat der vielleicht da was man vielleicht nicht haben sollte. Und ja, das ist natürlich das große Problem dabei. So. Das heißt, solche Krankenakten können natürlich auch einen, Einfluss darauf haben, ob man eingestellt wird oder nicht. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, selbst anonymisiert sind diese Daten vielleicht ein Mittel zur Diskriminierung. Das heißt, wenn man eben diese Forschungsdaten hat und dann steht da drin, Frauen bekommen zu 50% häufiger eine psychische Erkrankung als Männer, plus kombiniert was mit dem, was ich gerade euch vorhin vorgelesen habe, mit dieser sehr hohen Arbeitsunfähigkeit mit dieser psychischen Erkrankung, da könnte man natürlich dann daraus folgern, okay, unser Unternehmen stellt ab sofort weniger Frauen ein. Oder, falls es Männer sind,
eben weniger Männer. Völlig egal hier, und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, da dann auch dieses Gleichberechtigungsding, was wir eigentlich in unserem Grundgesetz verankert haben, trotzdem beizubehalten. Und deswegen wäre ich ganz schön vorsichtig, was Gesundheitsakten darstellt, denn ja, das sind so ziemlich die sensibelsten Daten, die wir überhaupt von uns preisgeben können. Und ein kleiner Ausblick hier möchte ich auch noch kurz geben. Die Techniker-Krankenkasse zum Beispiel hat ein sogenanntes Bonusprogramm, mit dem sie Leute belohnt, die ihre App benutzen und innerhalb dieser App dann quasi zeigen, dass sie viel Sport machen. Das bedeutet, so eine Art Fitness-Tracking findet statt und dieses Fitness-Tracking wird belohnt mit 30 Euro, 60 Euro Rückzahlung im Endeffekt. Was da natürlich so dystopisch auf uns zukommen kann, ist zum Beispiel eine App, die unsere Fitness komplett trackt und die dann natürlich auch verpflichtend ist von eurem Unternehmen, an dem ihr angestellt seid, von zum Beispiel eurer Krankenkasse. Und dann müsst ihr, je nachdem wie viel Sport ihr macht, eben auch so viel bezahlen, wie ihr eben Sport macht. Das heißt, jemand, der gar keinen Sport macht, muss zum Beispiel 500 Euro Krankenkasse bezahlen. Jemand, der sehr viel Sport macht, muss eben nur noch 10 Euro im Monat Krankenkasse bezahlen. Und das ist natürlich eigentlich auch eine gewisse Diskriminierung, denn Leute, die ja sowieso schon häufig mal gesundheitlich mehr Probleme haben, müssen dann einfach auch so mehr zahlen. Und ja, da kann man natürlich auch sehr, sehr viel von diesen Gesundheitsakten nutzen, zum Beispiel Statistiken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Deswegen wäre ich mit Gesundheitsakten wirklich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich die irgendwem auch nur gebe. Ja, das ist nur meine ganz bescheidene Meinung. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber in den Kommentaren diskutiert, wenn ihr dieses Video teilt oder wenn ihr einfach nur eure Meinung irgendwie rausbrüllt. Mir egal wo. Ihr findet mich auf Twitter, ihr findet mich mittlerweile auch wieder auf Facebook ein bisschen mehr. Discord selbstverständlich. Einfach mal rausposaunen, was eure Meinung ist. Gerne auch einfach mir eine private Nachricht schreiben. Ich bin da auch immer offen für Input. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.